Wunderschönen guten Morgen und willkommen zum neuen Tutorial. Heute geht es um Blender-Text. Ich zeige euch, wie Sie in Blender einen Text anfügen können und auch bearbeiten können. Wir löschen erstmal unseren Initialtext mit X und dann können wir loslegen. Also jetzt, um einen Text hier anzufügen, gehen wir entweder einfach auf Hinzufügen oder wir drücken einfach unsere Tastenkürzel Umschalt plus A und dann landen wir erstmal hier. Dann fügen wir einen Text einfach hier, Entschuldigung, und Sie merken schon, der Text steht schon da und wir wollen zum Beispiel den Text einfach rotieren. Um das zu tun, dann gehen Sie auf Ihre linken Seite. Sie haben die Möglichkeit, entweder auf Ihre X-Achse, Y-Achse oder Z-Achse den Text zu rotieren. Wir beginnen erstmal auf unserer X-Achse. Wir rotieren den Text um 90 Grad, deswegen geben wir einfach 90 hier rein und dann drücken wir OK. Sie merken schon, der Text steht jetzt momentan und Sie können jetzt verschieben auf verschiedene Achsen und von daher haben Sie auch die Möglichkeit, den Text hier zu ändern. Um den Text zu ändern, dann gehen Sie einfach auf Ihre, dann wechseln Sie einfach in den Editiert-Modus und dann haben Sie die Möglichkeit, den Text zu ändern. Also wir schreiben zum Beispiel Blender Text ändern. Und Sie sehen schon, wir haben schon alles geschrieben und wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren Text nochmal zu bearbeiten. Um das zu tun, dann wechseln wir nochmal in unseren Objektmodus. Dann können wir zum Beispiel den Text verschieben, wie wir eigentlich haben wollten. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, den Text nochmal zu skalieren. Sie sehen schon, wie wir einen Text skalieren können. Und auf unserer X-Achse, Y-Achse können wir auch den Text skalieren. Wir können den Text nochmal ein bisschen drehen auf unserer Z-Achse. Und so können Sie einfach die Sache bearbeiten. Also Sie sehen schon, wir können nochmal auf unsere Y-Achse nochmal ein bisschen ändern, wie wir wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen hier zu drehen auf unsere Z-Achse. Die Position können Sie auch natürlich nochmal hier entweder hier zentrieren oder Sie können einfach positionieren, wo Sie eigentlich haben wollten. Sie haben auch die Möglichkeit hier nochmal ein bisschen zu drehen, wie Sie sehen, auf Ihrer X-Achse, Y-Achse, Z-Achse auch. Und Sie haben auch die Möglichkeit nochmal ein bisschen zu skalieren, wie Sie merken. Also, und wenn Sie jetzt fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt auf unser Werkzeug hier zu gehen, um den Text richtig zu bearbeiten. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wir wollen zum Beispiel keine Füllung haben und sofort wird der Text einfach geändert. Sie sehen schon, wir haben keine Füllung mehr und wir können zum Beispiel den Text hier zum Beispiel ändern. Wir können zum Beispiel extrudieren. Wir geben einen Wert hier ein, 0,01 können wir einfach hier, also wir können den Text extrudieren, wie wir eigentlich haben wollten. Wir können auch hier zum Beispiel die Tiefe nochmal ein bisschen ändern und Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist. Die Auflösung können wir auch hier ändern, wie Sie auch sehen. Also, und so können Sie langsam den Text zum Beispiel bearbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit hier unten die Textgröße nochmal ein bisschen zu ändern, wie Sie wollen. Wenn Sie merken, der Text ist zum Beispiel zu klein, dann können Sie zum Beispiel vergrößern, verkleinern und natürlich können Sie auch Ihre Tastatur auch vergrößern und verkleinern, wie Sie eigentlich haben wollten. Sie wissen schon, wie es jetzt geht. Also, und jetzt können Sie den Text ein bisschen verzerren. Also, Sie sehen schon, wie Sie ein bisschen den Text so verzerren können und von daher sehr schön. Oder Sie können auch gerade lassen, wie es war. Und ganz unten haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel den Text einfach auszurichten. Momentan ist es links. Sie können zum Beispiel zentrieren. Sie können zum Beispiel rechts oder als Blocksatz benutzen, wie Sie eigentlich haben wollten. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, den Abstand zwischen Buchstabe oder zwischen das Wort oder Linie einfach anzustellen. Sie sehen schon, wir können zum Beispiel die Buchstaben trennen oder wir können nochmal rücken, wie wir eigentlich haben wollen. Sie sehen schon, man kann damit wirklich sehr viel einfach erreichen. Und mit Wörtern können Sie auch zum Beispiel einfach trennen, wie Sie auch wollen. Und mit Linien können Sie auch platzieren, wie Sie eigentlich haben wollten. Sie sehen schon, wie wir die Sachen machen können. Und hier mit dem Versatz können Sie nochmal ein bisschen hin und her verschieben, wie es euch am besten so gefällt. Und wenn Sie zum Beispiel fertig sind, Sie haben auch die Möglichkeit, einfach auf Alt plus C zu drücken. Sie haben die Möglichkeit, entweder Kurve aus Mesh zu machen oder Mesh aus Kurven zu machen. Wir beginnen erstmal hier vorne. Also, und jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal
hier drauf zu gehen und wir können zum Beispiel nochmal ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel die Geometrie können wir nochmal ein bisschen bearbeiten und Sie werden einfach sehen, wie es jetzt geworden ist. Sie merken schon, wie der Text sich geändert hat und Sie können auch hier nochmal ein bisschen ändern. Also Sie sehen schon, wie Sie einfach die Sachen ändern könnten. Und die Auflösung können Sie auch genauso ändern, wie Sie wollen. Also Sie sehen schon, was wir erreicht haben und Sie können noch zum Beispiel das Projekt zum Beispiel anfärben, indem Sie auf Material gehen und dann können Sie Zeigerenderer drücken. Und hier können Sie ein neues Material erstellen und die Oberfläche können Sie zum Beispiel ändern. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel, Sie können zum Beispiel die erste Farbe können Sie zum Beispiel anisotropisch einfach wählen und die Farbe können wir zum Beispiel eine Textur so wählen und von daher wir wählen zum Beispiel diese Wellentextur und als erste Farbe und wir können zum Beispiel als Bänder, anstatt Bänderringe einfach benutzen, anstatt Sinus, wir nehmen zum Beispiel Schatten. Und ich kann euch schon mal zeigen, was wir schon erreicht haben. Also das ist das Projekt, was wir schon gemacht haben. So sieht unser Projekt jetzt aus und wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal unseren Hintergrund zu bearbeiten. Wir können auch noch viele andere Sachen so machen. Also um den Hintergrund zu bearbeiten, müssen wir erstmal nochmal in unsere Massivansicht nochmal wechseln und dann können wir zum Beispiel unseren Hintergrund hier anfügen. Also wir fügen zum Beispiel eine Fläche hier hin und ich verkleinere nochmal das Projekt, damit wir einfach besser sehen können, wie wir einfach unsere Fläche so einfach anstellen können. Also wir skalieren einfach unsere Fläche und dort haben wir, dort haben wir die Möglichkeit, einfach die Sachen nochmal ein bisschen zu ändern. Also ich nochmal ein bisschen weiter tiefer machen, damit wir den ganzen Text einfach, unseren Text einfach sehen könnten. Muss nochmal ein bisschen tiefer sein. Gut, jetzt können wir jetzt skalieren. Immerhin, das ist ein bisschen, ja, aber nicht so schlimm. Hier können wir ein neues Material einfach erstellen und die Oberfläche sollte zum Beispiel Emission sein und die Farbe können wir zum Beispiel ändern. Also, und von daher beenden wir wieder das Projekt und Sie können einfach sehen, was wir gemacht haben. Das ist das Projekt, was wir gemacht haben. Sie können auch hier zum Beispiel eine andere Farbe einfach nehmen und von daher können Sie auch hier auf diese Welle einfach die Sachen vergrößern, das Projekt, damit Sie besser sehen können, was wir gemacht haben. Also das ist unser Projekt und Sie haben auch die Möglichkeit, auf die Welt hier zu gehen. Sie können zum Beispiel die Farbe ein bisschen hier heller machen und ja, ein bleiben und dann können Sie einfach sehen, wie der Text jetzt aussieht. Die Farbe können Sie auch natürlich auch ein bisschen hier ändern. Also wir lassen erstmal so, wie es ist und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben und ich freue mich auch, wenn Sie mich weiter abonnieren können und von daher ich wünsche euch noch einen schönen Tag.